guten Morgen. Ich bin wieder unterwegs, habe ganz gut geschlafen, fühle mich auch einigermaßen erholt. Interessanterweise, während der gestern mein rechtes Knie weh tat, tut mir jetzt mein linkes Knie weh. Aber es ist nicht so schlimm wie gestern. Und ja, jetzt geht es erstmal Richtung Bremen. Und dann schaue ich weiter, wie weit ich noch fahren will. Problem ist, zwischen Bremen und dem nächsten Ziel, was war denn das noch für ein Ort? Ich habe es wieder vergessen. Gibt es keinerlei Campingplätze. Zumindest nicht, ohne dass ich mindestens 20 Kilometer von der Tour abweichen müsste. Darauf habe ich irgendwie keine Lust. Das heißt, ich werde mir wohl wieder ein Hotelzimmer oder sowas suchen. Na gut, schauen wir erstmal, wie es heute läuft. So, ich treffe jetzt gleich wieder auf die offizielle Route. Es war wirklich nur so 5 Minuten mit dem Fahrrad entfernt, das Hotel. Das ist sehr gut. Also wie man das sieht, da ist wieder das D-Route 7 Schild. Und seit gestern, bis auf diese eine Abweichung, fahre ich eigentlich schon die ganze Zeit jetzt auf dieser Route. Also die Schilder begleiten mich die ganze Zeit. Und so weit stimmt es also bis jetzt überein. Vielleicht war das diese eine Stelle auch nur eine Ausnahme, ich weiß es nicht, aber im Großen und Ganzen scheint es jetzt zu stimmen. Habe ich natürlich nichts dagegen. So, weiter geht's. So, es läuft ganz gut. Ich habe etwas mehr als 25 Kilometer jetzt geschafft. Bremen sollte nicht allzu weit sein. Ich glaube insgesamt 60 Kilometer. Das heißt,
ja, bald die Hälfte geschafft. Und ja, mein linkes Knie tut noch ein bisschen weh, aber es geht. Also es ist nicht so schlimm wie gestern das rechte. Das rechte ist wieder völlig in Ordnung. Und ja, an sich läuft ganz gut. Geht gut vorwärts. Kleines Örtchen hier. Ich mag ja diese ganzen alten Häuser und so. Da habe ich irgendwie so ein Faible für. So, ich bin jetzt kurz vor Bremen und jetzt mache ich mir kurz was zu essen. Ich habe hier nämlich noch Milchreis. Ich bin ein riesen Milchreis-Fan und habe sogar Zucker und Zimt mit dabei. Das gleiche Prinzip hier ist auch, das ist halt so eine Fertigmischung, da ist aber auch das Milchpulver mit drin. Das heißt, ich muss mir nur Wasser aufkochen, aufgießen, umrühren, ziehen lassen, fertig. Und danach mache ich mir noch hier so einen Kaffee. So, Milchreis muss jetzt noch ein bisschen ziehen, damit er ein bisschen andickt, noch 10 Minuten. Dann kommt da Zimt und Zucker drauf und dann wird das hoffentlich lecker. Und jetzt mache ich mir noch meinen Kaffee.
ich noch meinen Kaffee. Milchreis war okay. Das geht natürlich nichts über selbstgemachten Milchreis. Milchreis war okay, es geht natürlich nichts über selbstgemachten Milchreis, aber für so unterwegs muss man auch mit so einer Fertiglösung zurechtkommen. Ist nicht ganz so gut angedickt, wie er sollte, war ein bisschen flüssig, aber geschmeckt hat es trotzdem. So, es geht weiter. Frisch gestärkt, Bremen kann nicht mehr weit sein. So, ich müsste jetzt theoretisch direkt auf Bremen zufahren. Bin jetzt bei 45 Kilometer und ja, in Bremen schaue ich dann mal, wie es noch weitergeht. Ich denke mal, dass ich heute auch bis Vechta fahren werde. Geht eigentlich momentan ganz gut, Wetter spielt mit, aber in Bremen gucke ich erstmal nach einer Unterkunft. Gerade habe ich etwas gesehen, was ich schon dachte, dass es gar nicht mehr gibt. Gerade kamen mir zwei Leute auf Inline-Skates entgegen. Also sowas habe ich schon. Ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal jemand auf Inline-Skates gesehen habe. So, ich bin jetzt hier in Bremen und habe gerade mal in Vechta angerufen. Da habe ich jetzt ein Hotel bekommen für 56 € die Nacht, inklusive Frühstück. Das sollte okay sein und deswegen fahre ich heute noch bis Vechta. Sollte ich da heute Nacht absteigen? Viele sehr schöne alte Gebäude hier in Bremen, muss man echt sagen. Ich mag sowas sehr. Und hier geht nicht nur die D-Route 7 lang, sondern auch die D-Route 9, wenn ich das richtig sehe.
sagen, nachdem gestern insgesamt so ein bisschen anstrengend war, läuft es heute eigentlich wieder ziemlich gut und macht wieder gleich doppelt so viel Spaß wie gestern. Und die Strecke ist auch diesmal wieder etwas schöner und die Umgebung, die Landschaft gibt wieder mehr zu sehen. Da hinten scheint der Flughafen zu sein. Ist auch gerade eben ein Flugzeug abgehoben. Aber jetzt gerade starten scheinbar keine Flugzeuge. Wäre natürlich jetzt ideal gewesen. So vom Anblick her. So, ich habe jetzt 70 Kilometer runter. Ich schätze mal, bis Wächter werden es wahrscheinlich mindestens noch mal 60. Das heißt, die 120 Kilometer werde ich wahrscheinlich heute knacken. Was ich jetzt nicht unbedingt schlecht finde. Ich bin mal gespannt, wann genau ich da sein werde. Wir haben jetzt 15 Uhr. Ja, ich hoffe, dass ich spätestens um 8 da bin. Aber das sollte wohl zu schaffen sein. Okay, das war gerade ein bisschen bizarr, da war gerade so ein kleiner Rastplatz, also das heißt Rastplatz, also Bänke und ein Tisch. Wie man sie meistens an solchen Wegen findet, da parkte ein Auto, da war dann ein Typ, der kotzte dann da, da kommt ein Wuffel angerannt. Da war dann ein Typ, der ist scheinbar aus dem Auto ausgestiegen, stand dann neben der Parkbank, steckte sich den Finger an den Hals und kotzte da genüsslich hinter diese Parkbank. Warum auch immer. Naja. Das versteht mal einer. ...80 Kilometer sind geschafft.
sehe schon den nächsten Platten kommen. Ich fahre jetzt gerade hier diesen Weg hier entlang. Dieser ganze Weg, ich weiß nicht, wie gut man sehen kann, ist hier voll mit so kleinen Glassplittern. Grünes Glas, weißes Glas, als wenn jemand hier irgendwie Flaschen klein gemahlen hätte, das hier überall verteilt hat. Das geht also wirklich von da hinten, wo das Auto steht, da fing das an und geht die ganze Zeit weiter hier. Ich sehe schon, kommt dass ich nachher wieder einen Platten habe. Ich hoffe mal nicht. Wer macht denn so einen Scheiß? Ja, das ist die Distanz, die ich jetzt seit Beginn der Tour, einschließlich dem Sonntag, wo ich in Flensburg angekommen bin, mit dem Fahrrad zurückgelegt habe. Das sind schon mal 500 Kilometer, das ist doch schon mal was. So, in einer Stunde sollte ich angekommen sein. Noch etwa 18 Kilometer. Und das sollte ich noch allerspätestens in einer Stunde geschafft haben. So, liebe Leute, ich bin im Hotel angekommen. Ich habe schon geduscht, ich habe schon gegessen. Ich werde gleich ins Bett gehen. Es ist schon, ja, es ist jetzt 8:30. Und ja, der Tag heute lief echt, würde ich sagen, ziemlich gut. Ich merke meine Oberschenkel momentan, aber ich hoffe, das ist morgen früh wieder besser. Ja, das Hotel ist okay, sehr, sehr altbacken, aber trotzdem alles sehr sauber. Es ist auch nicht, ist auch relativ günstig. Ich habe gerade in dem Restaurant vom Hotel gegessen, war sehr gut. Also ich hatte als Vorspeise eine Tomatencremesuppe, die war wirklich sehr gut. Danach ein paniertes Schnitzel mit Spiegelei und Bratkartoffeln, auch alles ausgezeichnet. Also man hat wirklich gemerkt, dass das wirklich hier ganz frisch gemacht wurde und jetzt nichts Fertiges oder sonst irgendwas ist. Und dazu 2 alkoholfreie Weizen und ich habe, glaube ich, 23 € bezahlt. Also mega günstig und super lecker. Kann man echt nicht drüber meckern. Das Hotel heißt Hotel am Pferdezentrum. Und das nehmen die sehr ernst mit dem Pferdezentrum, weil überall hier in dem Hotel hängen Bilder von Pferden. Auf den Zimmern überall, in Fluren überall. Unten im Foyer die Sofas haben sogar so ganz urige alte Sofas, wo die Lehnen so Pferdeköpfe reingeschnitzt haben. Da hängen Pferdesattel und dann hängen teilweise überall Bilder von Clowns oder stehen Clownsfiguren rum. Also es ist ein bisschen bizarr, aber nee, ist völlig in Ordnung. So, ich werde jetzt schlafen gehen, mich hoffentlich gut ausruhen, damit ich dann morgen es bis nach Münster schaffe. Also wenn es mir morgen gut geht, dann will ich versuchen, bis nach Münster zu schaffen. Das sind, glaube ich, knapp 150 Kilometer. Aber vielleicht... Ja, wir schauen mal. Da ist eine Mücke. Die muss ich gleich vernichten. So. Gute Nacht.